und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Judith Jelena. Heute aus Lissabon und wir häkeln diese wunderschöne Beanie zusammen. Ich befinde mich momentan in Portugal, aber das Schöne am Selbermachen ist, dass man es von überall aus machen kann. Und deswegen zeige ich dir heute, wie du diese wunderschöne Mütze ganz einfach selber häkeln kannst. Ja, du hast richtig gehört. Diese Mütze ist tatsächlich gehäkelt und sie ist zusätzlich auch noch ein super Anfängerprojekt, da sie einfach nur aus Reihen gehäkelt wird und keine Zu- oder Abnahmen gearbeitet werden. Außerdem kannst du diese schöne Rippenbeanie aus der Wolle deiner Wahl häkeln und auch in jeder Größe. Wie immer habe ich dir alle Materialien, die ich heute in diesem Video verwende, unten in der Infobox verlinkt. Wenn dir das Video gefällt, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Abonniere doch gerne meinen Kanal und jetzt ran an die Nadeln. Los geht's! Du benötigst Wolle deiner Wahl. Ich habe in diesem Fall jetzt hier die Ecopono Chunky verwendet, einfach weil sie sehr schön dick und flauschig ist. Und je dicker deine Wolle ist, desto schneller geht es natürlich auch. Außerdem brauchst du eine passende Häkelnadel. Ich habe in meinem Beispiel jetzt mit einer 8 mm Häkelnadel gehäkelt. Falls du dünnere Wolle hast, dann natürlich dementsprechend anpassen. Dann brauchen wir noch eine Wollnadel, eine Schere und ein Maßband. Damit du weißt, wie viele Maschen du gleich anschlagen musst, habe ich mir jetzt einfach mal eine Mütze genommen, die ich ganz cool von der Form finde. Dazu gibt es übrigens auch eine Strickanleitung, also falls ja auch ein paar Stricker sich verirrt haben, verlinke ich euch mal hier oben. Und die verwende ich jetzt einfach nur, um mir die Länge der Mütze anzuschauen. Das finde ich nämlich ganz cool. Am besten nehmt ihr eine, die auch ein etwas breiteres Bündchen hat. Und dann machen wir einfach so viele Luftmaschen, bis wir dann insgesamt die Länge, also hier diese lange Seite, von der Mütze abgedeckt haben. Luftmaschen gehen ganz einfach. Ihr macht euch hier einfach so eine Schlaufe, also heißt hier einmal so drüber legen und dann hier mit dem kurzen Faden durchfahren und dann könnt ihr das festziehen. Und somit haben wir jetzt die erste Schlaufe gemacht. Und dann machen wir eine Luftmaschenkette. Heißt, wir holen uns immer einfach den Faden und ziehen ihn durch die Schlaufe auf unserer Nadel durch. Also einfach hier so. Das sind Luftmaschen. Und da machen wir jetzt, wie gesagt, dann so viele, bis wir die Länge unserer Mütze erreicht haben. Ich habe jetzt also insgesamt 32 Luftmaschen angeschlagen. Das ist dann hier ungefähr so lang wie meine Mütze. Und da wir jetzt gleich unsere Mütze ausschließlich aus festen Maschen häkeln werden, machen wir noch eine extra Luftmasche. Also bedeutet, wir schlagen uns einfach nochmal eine Luftmasche mehr an. Diese Luftmasche machen wir in jeder Reihe. Die ersetzt nämlich sozusagen unsere erste feste Masche. Also bedeutet, wir häkeln ja jetzt feste Maschen zurück und lassen jetzt also die ersten 2 Luftmaschen, die wir hier haben, frei. Also das sind dann die hier. Das sieht immer aus wie so ein Kringel sozusagen. Also 1, 2. Die lassen wir frei und stechen dann in die dritte Masche von der Nadel ausgezählt ein und machen dann eine ganz normale feste Masche. Ich zeige noch einmal, wie das geht. Wir stechen hier jetzt in die dritte Masche ein. Die auf der Nadel hier wird immer nicht mitgezählt. Also 1, 2, 3. Hier stechen wir ein. Dann holen wir uns den Faden. Dann haben wir jetzt hier 2 solche Umschläge auf der Nadel liegen. Und dann holen wir uns den Faden nochmal und ziehen ihn durch beide Umschläge durch. Und das ist jetzt sozusagen unsere erste feste Masche und eine fake-feste Masche haben wir ja hier vorne schon gemacht mit dieser extra Luftmasche. Und jetzt häkeln wir einfach die ganze Luftmaschenkette zurück mit festen Maschen. Heißt, wir stechen jetzt in die nächste Masche ein, holen uns den Faden, dann haben wir 2 Umschläge auf der Nadel, holen uns den Faden und ziehen ihn durch beide durch. Das ist eine feste Masche und das wiederholen wir jetzt einfach, bis wir am Ende unserer Reihe angekommen sind. So sieht es dann jetzt aus, wenn wir in jede Masche eine feste Masche gehäkelt haben. Hier die letzte auch nicht vergessen. Und dann machen wir wieder dasselbe wie gerade auch. Heißt, wir müssen ja jetzt wieder, um Höhe aufzubauen. Also wir drehen uns erstmal unser Häkelteil um. Wir häkeln nämlich immer von rechts nach links. Müssen wir wieder eine Luftmasche häkeln. Diese Luftmasche ist wirklich einfach nur eine Steigeluftmasche, um Höhe aufzubauen. Und dann machen wir jetzt wieder feste Maschen
Und wichtig, damit ihr das dann auch richtig habt, damit es nicht irgendwie breiter oder schief wird, lassen wir immer hier diese erste feste Masche, ich hoffe, man erkennt es, also die hier, das wäre jetzt unsere erste feste Masche. In die häkeln wir aber nicht rein, weil dafür haben wir diese Luftmasche und deswegen häkeln wir erst in die zweite rein. Aber weil wir jetzt so ein tolles Rippenmuster haben wollen, stechen wir nicht wie normal einfach hier durch diese Masche durch. Also normal sticht man durch die Masche, durch beide V-Glieder, also von oben sieht das immer aus wie so ein V. So macht man das normalerweise. Dadurch, dass wir aber dieses Rippenmuster haben wollen, stechen wir nur durch das hintere V-Glied. Also heißt, das vordere lassen wir einfach aus und stechen nur hinten durch. Und dann machen wir wieder ganz normal unsere feste Maschen. Und so machen wir das jetzt die ganze Reihe. Also bedeutet, wir schauen wieder, hier liegt unser V-Glied und wir stechen nur durch das hintere V-Glied durch, holen uns den Faden und machen wieder unsere feste Masche. Und das wiederholen wir jetzt, bis wir am Ende der Reihe angekommen sind. Und ein bisschen seht ihr es jetzt vielleicht auch schon, dass das vordere V-Glied, wodurch wir nicht gestochen haben, dadurch so ein bisschen nach vorne steht. Und das macht dann dieses Rippenmuster. Wenn ihr ein paar Reihen gehäkelt habt, dann erkennt man das Ganze dann auch noch besser. Ich häkel jetzt mal die Reihe fertig und zeige euch gleich nochmal, wie wir hier am Ende das machen müssen, dass die Mütze dann nicht schief wird. Ich bin jetzt hier am Ende angekommen. Und damit wir dann auch die richtige Maschenanzahl haben, wir wollen ja in jeder Reihe immer 32 feste Maschen häkeln, müssen wir jetzt natürlich auch noch durch diese letzte hier häkeln. Und ihr erinnert euch, wir machen ja an jedem Anfang immer eine Luftmasche und deswegen sieht das hier jetzt nicht aus wie so ein V-Glied, also nicht wie hier in der restlichen Reihe, sondern hier haben wir einfach wie so einen einzelnen Faden sozusagen. Aber auch durch den müssen wir fahren, sonst haben wir nämlich nicht unsere 32 Maschen. Und dann machen wir hier auch nochmal eine feste Masche rein. Dadurch wird das dann auch schön gerade. Ich zeige es euch hier nochmal an der fertigen. Also so sieht das dann aus. Ihr habt dann wirklich eine komplett schöne, gerade Kante. Und deswegen ist es eben so wichtig, hier immer richtig zu arbeiten. Bedeutet, wir drehen uns jetzt die Arbeit wieder um, machen eine Luftmasche und dann stechen wir jetzt eben nicht durch diese erste hier durch, also durch dieses erste V-Glied. Das ist nämlich dann sozusagen das von der Luftmasche, sondern wieder erst in die zweite Masche und ab jetzt auch wieder, so geht es die ganze Zeit weiter, nur durch das hintere V-Glied. Also heißt, ich hole mir wieder ganz normal den Faden und mache dann hier meine festen Maschen rein. Also der ganze Zauber liegt im Prinzip nur darin, dass wir nur durch das hintere Maschenglied stechen und dadurch haben wir dann eben dieses schöne Rippenmuster. Und das könnt ihr jetzt einfach eine ganze Zeit lang häkeln, bis wir dann eben unseren gewünschten Kopfumfang erreicht haben. Ich habe das natürlich für euch schon mal vorbereitet und hier seht ihr jetzt auch nochmal richtig schön dieses Rippenmuster, das sich eben ergibt, weil wir nur ins hintere V-Glied eingestochen sind. Und entweder ihr hebt euch das einfach immer wieder an euren Kopf und schaut, wann es passt. Wichtig ist natürlich, dass ihr das dann auch so ein bisschen gedehnt aufsetzt, weil sonst würde die Mütze viel zu groß werden, da die Mütze ja später dann auch gedehnt auf eurem Kopf sitzt und nicht so, wie die jetzt ist. Wenn ihr die Mütze für jemand anderen macht, dann empfehle ich euch, den Kopfumfang von der Person zu wissen und dann könnt ihr das hier nämlich einfach abmessen. Der Kopfumfang einer Frau beträgt normalerweise so ungefähr 55 Zentimeter und jetzt seht ihr schon, das hier sind nur 46. Allerdings, wenn ich das jetzt hier mal im gedehnten Zustand mache, dann kommen wir nämlich hier auf diese 55 Zentimeter und das passt dann auch gut. Also denkt daran, im gedehnten Zustand sollte es dann den Kopfumfang haben. Und jetzt können wir uns diesen Faden, also von der letzten Reihe, wo wir gerade noch gehäkelt haben, am Ende machen wir natürlich keine extra Luftmasche mehr, weil wir keine neue Reihe anfangen, können wir uns den etwas länger abschneiden. Und dann können wir uns die Häkelnadel hier einfach rausziehen. Also heißt, diesen Faden, den wir jetzt lange abgeschnitten haben, können wir hier einfach durchziehen. Und damit ist das jetzt erstmal beendet. Und dann können wir uns die Mütze in der Mitte einmal zusammenlegen. Und jetzt können wir diese Teile hier, die offenen Teile, einfach zusammennähen. Ich mache das dann gleich auch wie beim Häkeln, dass ich immer nur durch das hintere V-Glied steche. Aber erstmal müssen wir uns das Ganze hier verbinden. Heißt, ich
gehe jetzt hier mit dem Faden durch die andere Seite durch und dann komme ich hier bei der nächsten Masche raus und komme dann eben nur durch das hintere V-Glied. Und so mache ich das dann einfach die restliche Reihe, heißt, ich steche hier wieder nur durch das hintere V-Glied und dann hier durch die nächste Masche durch. Und somit verbinden wir das Ganze dann und es ist dann nachher auch kaum mehr sichtbar. Falls ihr irgendwie noch eine bessere Idee habt, wie man das schön zusammennähen kann, dann immer her damit. Ich bin tatsächlich nicht so die allerbeste Näherin, muss man ganz ehrlich gestehen. Also wenn ihr andere Tipps habt, dann schreibt das doch sehr gerne mal in die Kommentare. Und ansonsten nehmen wir das Ganze jetzt hier erstmal zusammen. So sieht jetzt meine zusammengenähte Kante aus. Also es fällt schon mal kaum auf. Das wird aber dann sowieso die Innenseite und auf der Vorderseite ist es wirklich auch dann kaum sichtbar. Ansonsten könnt ihr ja einfach machen, dass das die Rückseite von eurer Mütze ist. Und jetzt haben wir ja hier noch diesen sehr langen Faden, den wir extra lange abgeschnitten haben. Mit dem können wir jetzt nämlich gleichzeitig auch noch das obere Teil hier verbinden. Und wie das geht, ist auch ganz einfach. Also im Prinzip fahrt ihr jetzt immer durch jede Rippe, die nach oben steht. Also heißt, hier gehen ja immer diese Teile nach oben und da fahren wir dann einfach durch die oberste Masche hier durch und ziehen den Faden durch. Und das machen wir jetzt bei jeder nach oben stehenden Rippe. Also hier wieder durchfahren und dann bei der nächsten und so weiter und so fort, bis ihr dann eben einmal rundherum durch jede oben stehende Rippe gefahren seid. Und dann kommt der coole Part, jetzt können wir das Ganze hier nämlich einfach zusammenziehen. Passt dabei auf, dass der Faden nicht reißt. Kommt natürlich auf euren Faden an, den ihr habt, aber zieht das dann richtig schön zusammen, bis das ganze Loch sich dann geschlossen hat. Also so, dass hier wirklich kein Loch mehr zu sehen ist. Und dann können wir das Ganze noch vernähen. Ich verknote hier erstmal meinen Anfang mit meinem Faden, mit dem ich hier das gerade zugemacht habe. Ziehe das nochmal wirklich schön fest, dass sich da auch nichts mehr lösen kann. Und dann können wir diese beiden Fäden hier einfach noch vernähen. Und wenn ihr das gemacht habt, dann können wir die Mütze einmal umschlagen. Und fertig ist eure sehr, sehr einfache, aber hübsche Häkelmütze im Rippenmuster. Wusstest du eigentlich, dass man Holzhäkelnadeln ganz einfach im Handgepäck mitnehmen kann? Ich würde sagen, da steht der Kuschelbeanie hier nichts mehr im Wege, egal ob du gemütlich zu Hause auf der Couch häkelst, im Flieger oder im Urlaub. Und wenn dir die Beanie genauso gut gefällt wie mir, dann freue ich mich sehr, wenn du dem Video einen Daumen nach oben da lässt. Abonniere doch gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns auch schon beim nächsten Video wieder. Bis dahin.